Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, nachdem ich in den Kommentaren gelesen hatte, dass jetzt wohl Celtic einer der stärksten Gilden weltweit werden könnte oder schon sein kann, hatte ich das Ganze mal selbst so ein bisschen nachgeschaut gehabt und überprüft gehabt. Zumindest anhand der Level in der internationalen Ehrenhalle. Und ja, nachdem sich halt eben die erst- und zweitbeste Gilde von dem Server so ein bisschen fusioniert haben, ich sag mal, größtenteils die besten Spieler von Flames zu Celtic gegangen sind, die schon die beste Gilde auf dem Server gewesen ist, vorher schon, ist es jetzt danach nur noch eine Frage der Zeit, bis Celtic halt Flames of Destiny abgelöst hat und halt Celtic hier auf S31 auf Platz 1 steht. So, und wenn wir in die internationale Ehrenhalle schauen, dann sehen wir, dass ja, Flames of Destiny, die ja momentan S31 vertritt, auf Platz 44 weltweit steht. Ja, die internationale Ehrenhalle ist buggy, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die ist ja alles andere als akkurat. Hier steht auch noch mit 49 Mitgliedern drin, das ist ja auch schon Ewigkeiten her, also die wird auch sehr selten aktualisiert. Da funktioniert es einfach vorne und hinten nicht. Ich kann aber auch verstehen, dass das momentan nicht von Shakes das Hauptaugenmerk ist, worauf sie jetzt gerade sehr viel Wert legen. Ja? Das Ding ist, ich hatte immer Black Bull und Flames im Auge gehabt, weil hier ja mein Zweitaccount drin ist, mein Battlemage. Ich hatte ein bisschen Bedenken gehabt, dass ich das dann nicht mehr schaffe. Oder dass Celtic, naja, dass ich halt nicht mehr gegen mich selbst kämpfe, so, ne, dass Celtic zum Beispiel Flames überholt und ich vielleicht noch an Flames bin oder so. Jetzt bin ich halt in Celtic und ich glaube, wir werden rechtzeitig noch Flames ablösen, dass wir dann irgendwann gegen Black Bull eines Tages mal fighten. Das Ding ist, wenn jetzt aber Celtic hier an der Spitze steht, sondern also Flames weg ist und Celtic S31 vertritt international, dann werden wir wohl einige Ränge aufsteigen, weil wir in der Ehrenhalle natürlich deutlich stärker dann vertreten sind als eben Flames of Destiny. So, und wenn wir mal schauen, ich hatte mich mal ein bisschen ja, umgeguckt gehabt in den anderen Gilden, weil leider kann man hier auch nicht die Werte der anderen Gilden sehen. Es wäre so geil, ja, ich sage es wirklich schon, wirklich seit die internationale Ehrenhalle draußen ist. Ja, das ist jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre her. Ne? Ist ja noch keine Zeit. Aber seitdem das Release worden ist, hat sich einfach nichts verändert an der Ehrenhalle, an der internationalen. Und es wäre so ein riesen Ansporn, wirklich ohne Scheiß, dass hier mal ein bisschen mehr gemacht wird, damit auch Leute nicht nur auf ihren Server gucken, sondern auch mal ein bisschen international und sich daran vielleicht auch ein paar neue Ziele setzen, orientieren und so. Nichts. Ja, seitdem es so draußen ist, wurde es so gelassen und ja, seitdem die neuen Backends kamen, wurde es sogar noch schlimmer und teilweise hat es gar nicht funktioniert so, ne? Und es wäre so geil, wenn man einfach mal so in die Gilden schauen kann, zumindest so wie hier, ja, auf den Servern, auf den Lokalen, dass man zumindest sehen kann, aha, die haben das und das Durchschnittslevel und so, ne, und ja, keine Ahnung, sind bei den und den Raid. Vielleicht auch noch die Gildenbeschreibung, ist vielleicht schon zu viel, braucht man nicht, ja, das wäre schon das Wichtigste hier. Nö, ist nicht, ja. Deswegen musste ich mich selbst ein bisschen auf die Suche machen, wo wir denn aktuell zumindest vom Level her eigentlich so stehen. Wir sind 535 im Durchschnitt. Also der Durchschnitt der Gilde, das Durchschnittslevel der Gilde ist 535, was ziemlich strong ist. Jetzt habe ich mir mal ein paar andere Server rausgelassen. Und zwar, wenn wir jetzt als erstes mal ein bisschen weiter runterschauen auf Cosa Nostra. Die sind hier auf Platz 17, was natürlich schon eine gute Ansage ist. Die sind hier in den Top 31, ne? Die sind hier auf der ersten Seite quasi vertreten und das ist S7. Ne? Das ist auch die Gilde, wo der Turor drin spielt, deswegen habe ich hier schon einen Account. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, wir merken uns unser Durchschnittslevel und deren Durchschnittslevel, dann sehen wir hier, dass die 523 haben. Ja? Und wir sind mit unserer Gilde tatsächlich schon um einiges stärker vom Level her, ne, als Cosa Nostra. Klar, Level ist nicht alles. Ich will hier auch nichts irgendwie aussagekräftig machen, ey, wir sind da und da vom Level, das heißt, wir sind da und da dann auch vom Rang her. Nö, das nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Trotzdem ist es ein guter Richtwert, wonach man sich halt richten kann, um sich so ein bisschen zumindest schon mal zu orientieren.
Und natürlich kann hier auch der ein oder andere krasse Goldspieler am Start sein, der uns dann hier alle wegknallen wird. Das ist natürlich möglich. Deswegen kann man das nicht einzig und allein auf das Level beziehen. Ne? Zum Beispiel bei uns in der Gilde auch haben wir ja auch zum Beispiel von Flames rüber geswitcht, zum Beispiel Seth, die ja vom Level her wirklich mit einer der höchsten Chars so ist, die wir haben, oder nicht zu sagen, der höchste Char auf S31. Und das ist halt eben auch nicht nur so aussagekräftig, weil von den Basiswerten bzw. von den Stats her seht ihr bereits schon, dass ich für mein Level schon mehr habe als Seth auf 633. Ist halt eben durch das Goldspielen auch ein bisschen geschuldet, ne? Und das ist natürlich deswegen das Level nicht einzig und allein aussagekräftig. Dennoch ist es schon eine gute Ansage, ob deine Gilde 10 Level drüber ist über eine andere Gilde. Vor allen Dingen in diesem Bereich des Spiels. Sagen wir mal, ihr seid gerade am Anfang und eure Gilde hat Durchschnittslevel 50 und die andere 60, sind 10 Level natürlich nicht viel Unterschied. Aber von hier, sagen wir mal 550 auf 560, ist das schon eine ganz andere Hausnummer, ja? Und deswegen gucken wir mal weiter auf S13. Wen haben wir auf S13 denn? Das ist hier einmal, also wir haben hier bei Cosa Nostra, ja, und S13 ist Fetzi Fight Club. Ja, die sind hier schon Platz 10, Top 10 weltweit. Das ist schon echt krass. Also Respekt, Chapeau, Leistung auf jeden Fall hier auch an die Gilde. Und wenn wir mal auf den Server schauen, wir merken uns unser Durchschnittslevel und gucken einmal auf deren und sehen hier, die sind 533. Also die sind fast auf unserem Niveau, wir sind sogar noch 2 Stufen über denen und die sind in den Top 10. Ja, das darf man nicht vergessen. Dennoch muss man dazu sagen, hier übrigens auch W70, der ja auch bei uns auch ist, und auf W27, da spielen wir auch zusammen, haben die natürlich hier auch krasse Spieler. Ne? Das darf man auch hier, Nachteule zum Beispiel, das hier, der carryt die Gilde ja schon fast alleine hier. Mit den Werten, das ist hier mit der stärkste Magier schon. Ne? Und die haben hier heftige Typen am Start. Ne? Deswegen werden wir, glaube ich, gegen die nicht gewinnen können. Ne? Trotzdem vom Level her einfach mal merken, 533 und wir sind hier schon auf der 535er Ebene. Ja? Als nächstes haben wir S11. Da ist ja, auf dem Server ist ja der Ignil vertreten. S11 zum Beispiel Hornys Gilde. Ja, die stehen hier schon auf Platz 7 über Fetzis Fight Club. So, wir switchen auf den Server, weil wir leider nicht in der internationalen Ehrenhalle das Level sehen. Und hier sehen wir, die sind vom Level her genau gleich. Ja, deswegen, hier ist ja auch der Ignil und dein Nachbar drin. Ne? Also, Level hat auch nicht alles auszusagen. Die sind gleich wie Fetzis Fight Club und auch unter unserer Gilde. Also kann man daraus ziehen, entweder haben wir sehr viele Level-geile Typen bei uns in der Gilde, oder mal schauen, was denn aus dem Ergebnis resultiert, wenn wir mal eines Tages uns ein bisschen hochgekämpft haben. Ne? Also ich halte euch da natürlich auch auf dem Laufenden, wenn euch das interessiert, wie jetzt der Aufstieg von S31 wird, wenn Celtic in einer internationalen Ehrenhalle ist und S31 vertritt, anstatt Flames of Destiny. Da werden wir automatisch ein paar Ränge hochsteigen, weil natürlich eine viel, viel stärkere Gilde auf Platz 2 ist als auf Platz 1 momentan. Ja? So, dann haben wir hier S10 haben wir als nächstes. Wo haben wir S10? Das sind hier die Lichtgestalten auf S10. Die sind ein Platz über Hornys Gilde auf Platz 6. Und auch die vom Level her haben wir hier 531. Also die sind nochmal ein bisschen schwächer vom Level her tatsächlich. Ja, auch hier die gute Alraune drin. Und 531, natürlich alles so ein bisschen gleiche vom Level her in den Top-Rängen. Ne? Die sind hier alle nah beieinander, aber ihr seht hier sind Leute dabei, die haben hier 380.000. Hier sind starke Goldspieler auch mit unter drin. Also das darf man nicht unterschätzen. Nur weil wir jetzt 535 im Durchschnittslevel haben, heißt das nicht, dass wir dann auch hier automatisch in die Top 10 kommen könnten. Es könnte sein. Ich bin sehr gespannt, wo wir uns ansiedeln werden, dann international. Aber das bleibt halt eben abzuwarten. Ne?
Boob Basis kommt hier auf Platz 5 und ich glaube, hier hatte ich auch einen Account erstellt, genau, um euch das mal alles zu zeigen. Hier auch W70, also der spielt hier fast auf jedem Server. Der ist hier, ja, hier haben wir schon einen etwas anderen Unterschied. Hier haben wir 541, also die heben sich dann auch nochmal deutlich ab vom Level her. Und das ist dann schon, die paar Level, das ist schon ein bisschen aussagekräftig so, ne? Und ja, hat aber auch nicht allzu viel zu sagen, nur dass sie halt eben von Level stärker sind. Aber ich glaube, die stehen auf jeden Fall nicht unberechtigt hier auf Platz 5. So, als nächstes, ja gut, die Gods hatte ich übersprungen gehabt, weil ich schon gemerkt habe, okay, hier geht es schon hoch vom Level her. Dann haben wir noch 2 tschechische Gilden hier auf Platz 2 und 3. Ja, und dann mit Abstand die stärkste Gilde im ganzen Spiel. Da kommt nichts ran, so, das ist, ich meine, gut, da ist noch Ritter der Anduril sind noch auf S1 vertreten, was auch eine sehr, sehr starke Gilde ist. Und dadurch, dass die beiden auf einer Welt spielen, ja, können die natürlich nicht hier beide in der internationalen Ehrenhalle repräsentieren, sonst wären wahrscheinlich Phoenix international auf Platz 1 und Ritter der Anduril auf Platz 2, denke ich mal, oder so, international. So ist es halt eben eine tschechische Gilde. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Und wenn wir hier uns mal das Level anschauen, dann sehen wir da auch schon, ja, das ist nochmal wirklich, also das ist dann schon ein bisschen aussagekräftig, sag ich mal so. Ne? Diesen Levelunterschied, den kriegt man nicht so schnell gefixt, sag ich mal. Und ihr müsst euch mal einfach überlegen, dass das Durchschnittslevel der Gilde 589 ist. Wer von euch ist 589? Und dann müsst ihr überlegen, wenn ihr das seid, dann seid ihr gerade mal Durchschnitt in der Gilde. Ne? Das ist schon echt eine Ansage. Deswegen, ja, Grüße raus hier an Phoenix. Hier auch übrigens W70, also wirklich, ja, das ist unglaublich. Ja, also wirklich Grüße raus, das ist hier echt eine krasse Leistung. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, wo wir mit unserem Durchschnittslevel eines Tages mal landen werden. Und ja, ich bleibe natürlich weiterhin hier auf Gold. Ne? Ich möchte ja auch ein bisschen in der internationalen Ehrenhalle auch ein bisschen vertreten sein, wo ich momentan gerade auch bin. Aber auch sehr squishy, sag ich mal. Dadurch, dass ich halt momentan echt auf mein Ziel gehe, 300.000 Intelligenz zu knacken, leidet halt die Ausdauer. Ich habe keine PvP-Waffe, ich habe eine PvE-Waffe mit der Spanne. Alles random, ja, kann alles passieren. Und deswegen ist eigentlich nicht gut für Konstanz in der Ehrenhalle. Und wenn man sich mal meinen Kampf hier anschaut, dann werde ich auch feststellen, ja, dass da halt eben auch mal sowas bei rumkommen kann. Ne? Obwohl ich eigentlich gegen ihn hier gar nicht spielen dürfte, so vom Ding her, weil der schon von den Basiswerten her, beziehungsweise von den Stats eigentlich deutlich über mir ist. Zwar nicht intelligenzmäßig, aber von der Ausdauer schon ein Unterschied. Ne? Und das ist auch einiges. Aber da werden wir eines Tages auch sein. Okay, Leute, das war meine kleine Übersicht zur aktuellen Situation und ja, meinen Prognosen. Ich sag mal, wir werden definitiv auf die Starterseite kommen, das denke ich mal schon. Vielleicht werden wir in die Top 15 kommen, das weiß ich nicht. Da bleibt es abzuwarten. Ich bin sehr gespannt, aber ja, nehmt euch eine Nacht. S31 wird bald ein bisschen höher sein als hier momentan noch auf Platz 44. Und deswegen, ja, bin ich sehr gespannt, was das Ganze hier mit sich bringt. Ne? Leute, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.